Ich heiße Anna Förster, Professorin für Kommunikationsnetzwerke am Fachbereich 1 und bin jetzt mittlerweile seit 2015 dabei. Das wäre mein Foto von 1997. Also ich war damals noch Schülerin am Deutschen Gymnasium in Bulgarien, wo ich auch herkomme. Und das war für mich nicht nur deswegen so besonders, weil ich das erste Mal überhaupt in Deutschland war, sondern weil ich das erste Mal einen deutschen Professor erlebt habe. Und das fand ich so spannend und so interessant, dass mich das geprägt hat. Und ich habe mich irgendwann entschieden, selber unbedingt Professorin werden zu wollen. Und wie man sieht, hat man es auch geschafft. Wie alt war ich damals? 18. Erwartet man natürlich eine Menge von der Zukunft. Ich wollte unbedingt damals in die Raumfahrt. Und ich habe das auch später auch teilweise studiert als Nebenfach, aber ich war damals überzeugt, dass die Raumfahrt eigentlich das Richtige für mich ist. Von diesem Traum bin ich relativ schnell abgekommen, wegen persönlich-medizinischen Gründen. Deswegen war eine richtige Astronautenkarriere doch nicht genau das Richtige für mich. 2007, ich war damals Doktorandin an der Universität Lugano in der Schweiz. Als mein Sohn zur Welt kam, musste ich natürlich ein bisschen unterbrechen kurzzeitig. Und ich wusste ganz genau, dass ich dann in der akademischen Welt auch weiter bleiben will. Damals habe ich mich das erste Mal dafür interessiert, bei der Informatica Feminale an der Uni Bremen teilzunehmen. Es ist nicht immer ganz einfach. Meistens habe ich es aber auch erlebt, dass sogar Kollegen, die das nicht gewohnt sind, mit Frauen zusammenzuarbeiten, später dann zu mir kommen und sagen, das war eine echte Bereicherung und man wünscht sich nichts anderes, außer in gemischten Teams ab sofort zu arbeiten. Am Anfang als Studentin musste ich mir eine etwas dickere Elefantenhaut aneignen, damit man die Kleinigkeiten eben einfach nicht merkt. Wenn man das zu persönlich nimmt und viel zu verletzlich wird, wenn zum Beispiel einer mal zwischendurch angreift oder eine blöde Aussage macht, das muss man einfach ignorieren, damit man auch weiterarbeiten kann. Die Universität Bremen hat ein sehr großes Potenzial, sich weiterzuentwickeln und in vielen verschiedenen, sehr wichtigen Themen sich richtig gut zu positionieren. Da wäre die Nachhaltigkeit eines der Themen, Klimawandel, gleichzeitig aber auch die Raumfahrt. Natürlich wird das nicht von alleine kommen, diese Zukunft, aber das Potenzial ist da und ich freue mich, ein Teil davon zu sein. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeitsgruppe und mit der Freiheit, die ich hier habe, um meine Forschung so zu betreiben, wie ich möchte. Das wäre auch mein größter Wunsch für die Zukunft, dass ich in diesem Bereich bleiben kann und dass wir natürlich mit meiner Arbeitsgruppe auch einige Erfolge hoffentlich verbuchen können bald. Und wichtig wäre mir und eine Erwartung vielleicht auch an die ganze Gesellschaft, ist für mich persönlich, dass wir uns etwas ernsthafter mit dem Problem des Klimawandels auseinandersetzen. Und viele Kompromisse werden dafür nötig sein. Und ich wünsche mir, dass alle Leute an einem Strang ziehen und dass wir uns tatsächlich einigen können und daran arbeiten können.